Feel it in my skin. We're never getting soothed. We're always letting go. Stay moving to your rhythm. The only thing we know. You take me even higher. On the open street, it's just my fate and me. Oh, I'm so young and I believe. Wie geht's euch in Woche? Wie viel? Wie lang? 28. 1000 Wochen. Könnt ihr noch feiern auf Festivals? Falls sich irgendjemand in den Kommentaren aufregt, dass ich alle 20 Sekunden meine Brille hochschiebe, ich weiß es, ich muss zum Optiker, ich muss sie gerade biegen. Hi, wir sitzen hier mit You Not Us, mit Tobi und Gregor. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Man muss ja sagen, seit eurer Gründung, Ende 2013, Anfang 2014, war es ja ein raketenhafter Aufstieg bei euch. Bis Supergirl 2015 ist ja nicht viel Zeit vergangen. Ihr habt euch an der Universität kennengelernt. Erinnert ihr euch noch an den Tag, wie ihr euch kennengelernt habt? Und hatte das direkt irgendwie einen musikalischen Zusammenhang oder wie genau ist das passiert? Ich glaube, wir haben uns tatsächlich im Club in Berlin kennengelernt, aber wussten, dass wir auf einer Uni sind. Ah, okay. Ja, genau. Ich kann mich witzigerweise erinnern, dass wir uns eigentlich fast jede Pause irgendwie auf dem Hof, auf dem Campus gesehen haben und ungefähr jeden Tag gesagt haben, ey, lass mal Musik zusammen machen. Und es hat einfach ewig gedauert, bis wir es dann tatsächlich gemacht haben. Wir haben erstmal so ein halbes Jahr jeden Tag gesagt, lass mal Musik zusammen. Und man muss ja sagen, Gregor war ja lange so Lieferdienstbote, also hat so Pizza und Döner ausgefahren. Echt? Und so, ja. Und ich habe dann tatsächlich über so einen Lieferservice was bestellt. Und dann stand halt Gregor bei mir vor der Tür und hat halt diese Pizza ausgeliefert. Und ich war gerade irgendwie bei mir in meinem Zimmer so dran, hab was auf Ableton geschraubt. Und er hat das ja gesehen und so, ey, was machst du da? Und dann haben wir da irgendwie dran rumgeschraubt. Und irgendwie es sind auf einmal Stunden vergangen und er kriegt so einen Anruf von seinem Arbeitgeber und war so, fuck. Und dann hat er daraufhin auch diesen Pizza-Lieferjob verloren. Hast du direkt gekündigt, oder? Nein, ich wurde direkt gekündigt. So. Ich kann halt nicht einfach irgendwie 4 Stunden in der Wohnung von einem Kunden bleiben, den ich halt schon kannte von der Uni. Aber ja, so haben wir angefangen, dann Musik zu machen, ja. Weil Tobi eine Pizza bestellt hat. Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast schon ab dem 14. Lebensjahr in Bands gespielt, aber es war mehr so Richtung Hip-Hop, Reggae, Ska. Gut recherchiert. Du warst auf der Musikschule fast 10 Jahre und es war eher Richtung Jazz und auch Hip-Hop. Yeah. Und du bist, glaube ich, durch deinen großen Bruder dann Richtung Tech House gekommen. Richtig, ja. Jetzt die Frage, wie ist es bei dir gekommen von Ska, Reggae, Hip-Hop hin zu elektronischer Musik? Zuerst muss ich fragen, hast du irgendwelche belastenden Videos aus meiner Vergangenheit gefunden? Hast du gefunden? Nein, habe ich nicht. Okay, dann ist gut. Die schneiden wir mit rein ins Interview. Ne? Nee, das war, also ich habe damals in einer, wie gesagt, in so einer Hip-Hop-Reggae-Band gespielt und das war auch super cool und hat super Spaß gemacht, aber dadurch, dass ich irgendwie so meine Hip-Hop-Crew hatte und wir uns mit einer Reggae-Band zusammengetan haben, waren wir halt irgendwie am Ende 12 Leute und es war immer so eine Basisdemokratie, wir wollten halt alles immer zusammen entscheiden. Wie bei Seed fast. Ja, genau. Und haben halt irgendwann gemerkt, dass es einfach nicht funktioniert und dann war es halt so, dass wir gemerkt haben, okay, so das Ding funktioniert nicht und ich habe währenddessen schon immer so einen Hang zu elektronischer Musik entwickelt und dann habe ich halt, weil ich musikaffin war, auch schon immer Beats gemacht und so angefangen, einfach elektronische Sachen zu machen und bei mir in meinem Kinderzimmer so aufzulegen und so und ja, so bin ich dann irgendwie dahin gekommen und habe mir auch gedacht, ich habe keinen Bock mehr mit einer 12-köpfigen Band Musik zu machen, sondern mach's lieber alleine oder maximal mit einer anderen Person. Die Demokratie mit Gregor ist leichter, ja? Die Demokratie ist an der Grenze, aber machbar. Ich finde, in erster Linie geht beim Musikmachen und beim Auflegen und wir veranstalten ja auch Events und so selber, geht es eigentlich in erster Linie immer darum, irgendwie Glück zu erzeugen. Also dass derjenige, der es hört, egal was jetzt für Musik ist, wir machen ja auch poppigere Musik und so,
Und, aber dass derjenige, der es hört, das empfindet, was wir in dem Moment auch empfunden haben, weil wir es einfach gut finden und das uns irgendwie berührt. Und wenn das dann bei demjenigen ankommt und der sich, weiß ich, abgeholt fühlt oder glücklich fühlt oder ihm das hilft in einer schwierigen Situation oder was auch immer, so denjenigen zu erreichen, so den Hörer, dann ist es einfach unglaublich schön. Und außerdem macht es uns halt einfach extrem viel Spaß. Also es gibt immer wieder so Momente, wo man irgendwie Nachrichten kriegt, wo einem jemand schreibt, ey, der Song von euch hat mir durch eine ganz schwere Zeit geholfen oder der Song von euch war unser Hochzeitssong oder lauter solche Sachen sind dann eben dann die Beweise für uns, dass es eben dann bei anderen Leuten auch so ankommt, wie wir es dann gefühlt haben. Und das ist schon geil, das macht schon Spaß. Ich glaube, bei uns so ein Vorteil, den wir haben, ist, dass wir arbeiten immer zusammen, wir sitzen immer zusammen im Studio, wir produzieren beide und schreiben beide Songs und so. Und wir verstehen uns halt einfach wirklich extrem gut, so das habe ich selten erlebt, irgendwie mit Kumpels, dass man quasi 24/7 aufeinander hockt und sich trotzdem noch so gut versteht. Und dadurch gibt es bei uns einfach schon immer so eine Atmosphäre, die so vertraut ist. Also viel im Studio. Wir sind ja teilweise auch unterwegs, sind dann in London, Stockholm oder LA und sind dann auch in anderen Studios und so, treffen andere Leute. Aber also in unserem Studioumfeld ist natürlich nochmal anders, weil wir da auch alles kennen und so. Aber ich glaube generell, das, was wir erzeugen, dadurch, dass wir so easy miteinander sind, das ist schon was, wo Leute sagen, so, ey, das macht Spaß mit denen. Und ja, ich glaube, das ist so auch ein bisschen unser Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht. Also das erste ist jetzt Dancing in the Club. Dancing in the Club, genau. Definitiv. Und zu Dancing in the Club gehört, also bei vielen Menschen auch Being Drunk. Das passt bei unserer Musik. Also die kann man ruhig auch genießen, wenn man betrunken ist. Ich genieße sie auch sehr gern betrunken, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Eating Breakfast passt halt ziemlich gut zu Woke Up in Bangkok. Ja. True. Also würde ich auch Eating Breakfast machen. Das ist sogar bewiesen, wissenschaftlich erwiesen. Unsere Songs haben Leuten schon durch Breakups geholfen. Also. Alright. Getting Married das darf ich hier noch rein. Genau, ne? ja. Mit dem Stift? Das schaffst du. Durch das Modell, wie ihr Musik macht, das ist sehr, sehr vielschichtig. Also ihr habt den Songwriting-Prozess, dann wird das Produkt, was ihr aufnehmt, ja bearbeitet, gemastert und so weiter. Dann legt ihr auf und ihr macht ja auch einiges an Promotion, also gebt Interviews und so weiter. Jetzt gerade. Genau. Was macht ihr denn am liebsten von den ganzen Sachen? Wo habt ihr am meisten Freude dran? Wenn ihr morgens aufsteht und sagt, geil, heute machen wir wieder... Es ist halt wirklich das Gesamtkonzept eines Künstlerdaseins. Es gibt ja ganz viele Künstler, die zum Beispiel Promotouren Kacke finden oder so. Und uns macht das halt irgendwie alles Spaß, weil, wie gesagt, so, weil wir uns so gut verstehen und mit unserem Management, unserem Booker und so, unserem Tourmanager, wir verstehen uns einfach so gut, dass wir zum Beispiel, als wir letztens einen Song rausgebracht haben, sind wir einfach 4 fucking Stunden nach Bremen gefahren für ein 10-Minuten-Interview, haben aber einfach voll den geilen Roadtrip gehabt, waren so unterwegs, uns hat's voll Bock gemacht so und ja, selbst sowas machen wir, weil, keine Ahnung, also diese Abwechslung, dass du halt eigentlich jeden Tag irgendwas anderes machst und nicht jeden Tag den gleichen Job. Und so hat man halt immer die Abwechslung. So sind wir unter der Woche im Studio, dann sind wir am Wochenende auf Tour, dann wieder Radiopromo, dann Songwriting-Session und so ist immer was los, immer was Neues und auch der Austausch immer mit neuen Leuten ist, glaube ich, auch was Wichtiges, weil wo lernt man schon so viele Leute kennen? Auch vor allem durchs Touren und so, du triffst so viele neue Leute und wahrscheinlich, wie ihr das auch erlebt habt, so man findet irgendwie neue Freunde und das ist einfach schön, diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden. So, ich bin halt der in Ableton irgendwie rumklickt und Tobi ist der an den Decks steht. Aber wir können trotzdem beides. Genau. Aber Gregor ist halt so der Typ, der sich irgendwie im Studio verschanzt und 4 Stunden einfach so einen Schaltplan schreibt, wie jetzt irgendwie welches Kabel hinten nochmal verkabelt und verlegt wird, damit es geiler aussieht. Und ich bin halt der Typ, der so 3 Stunden in der Ecke sitzt und vor jedem einzelnen Gig, vor jedem neuen Gig gehe ich zu Beatport und keine Ahnung was und höre mir alle Tracks an und weiß immer so, was gerade irgendwo rauskommt. Und das einfach so von der Veranlagung daher geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, ich stehe an den CD-Playern, Gregor beschäftigt sich mehr mit dem Shit und dass wir halt nicht einfach beide hinter den CDJ stehen wollen und dann auflegen, weil wir jetzt sagen, so, wir können halt beides und dass uns das einfach
verbinden lassen. Wir haben gelesen, dass du so eine Liste hast, wo du Wörter sammelst oder Fragmente, die du dann nutzen kannst für zukünftige Songs. Das stimmt. Was steht denn da gerade so drauf? So, was steht zur Debatte für zukünftige Sachen? Ein Wort, das mich schon irgendwie die ganze Zeit inspiriert, und das ist Sleepwalker. Und ich will irgendeinen Track mit Sleepwalking oder so schreiben. Also ich sitze am Klavier und spiele einfach irgendwie eine Stunde Klavier und habe dabei irgendwie ganz viele Ideen. Muss die aber auch oft gar nicht aufnehmen, weil die dann einfach sofort gespeichert sind. Und dann ist es oft so, dass wir in Songwriting-Sessions sitzen oder so. Und okay, womit fangen wir an? Wir brauchen eine Idee, und dann kann ich auf diesen Topf zurückgreifen und kann dann irgendwie eine Melodie mit Harmonien oder so anspielen und habe davon dann 2 oder 3. Und wenn irgendwas die Gruppe inspiriert, dann kann man loslegen. Das heißt, so Inspiration Richtung Genau. Songtext kommen ja von deiner Seite und was so den Sound dahinter angeht, von deiner Seite. Ganz genau, ja. Wunderschön passt das zusammen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr habt ja sehr erfolgreich und sehr viel co-produziert in der Vergangenheit. Kostet natürlich auch Zeit und Kraft. Wollt ihr es auf jeden Fall weitermachen? Was wird so der zukünftige Anteil sein, was ihr für euch selbst macht, was ihr co-produziert? Wird es irgendwie verschieben? Auf jeden Was sind die Fall. Pläne? Also wir sind jetzt so für uns an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie lang genug mit anderen, also wir haben ja auch total viele Kollaborationen und so veröffentlicht. Und wir sind jetzt einfach an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt rausgehen mit unserem Sound und haben jetzt auch nächsten Monat oder so kommt eine Single, wo wir komplett im Fokus stehen, was so unsere erste richtig große Single ist. Und ja, auf jeden Fall wollen wir mehr Schwerpunkt auf uns setzen. Wir haben auch eine neue Live-Show für nächstes Jahr, die wir für Festivals machen, wo wir wirklich You Not Us als Live-Act präsentieren und einen Drummer dabei haben, teilweise einen Trompeter dabei haben oder Sänger. Und das ist was, wo wir auf jeden Fall jetzt gerade den Fokus drauf legen. Ich meine, es läuft voll bei euch. Ich habe meinen Bachelor abgeschlossen vor 5 Wochen oder so. Ja! Und jetzt no pressure. Gregor. Habt ihr einen Plan B? Denkt ihr beim Plan B überhaupt nach? Oder sagt, den Plan B brauchen wir erst, wenn es schief läuft? Oder wie ist so die Strategie dahinter? Also ich habe ein Studium in der Tasche. Und was für einen Job hättest du dann, wenn du dem Studium nachgehst? Also ich glaube, ich will oder würde definitiv immer was mit Musik machen. So, ich könnte mir aber auch vorstellen, irgendwie hinter den Kulissen zu arbeiten, jetzt irgendwie bei einem Label oder einer Booking-Agentur. Ich habe in der Vergangenheit ja auch schon bei Labels gearbeitet, bis es dann irgendwie so ein fließender Übergang war zu dem, was wir jetzt machen. Und das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber Plan A, B und C ist erstmal Musik. Und dann irgendwo so bei XYZ käme das andere. Und bei dir hätte es auch was mit Musik zu tun, wenn es... Ja, also ich habe ja jetzt müssen wir mal langsam machen. Ich habe mein Studium auch so gut wie in der Tasche, ich muss halt noch meine Bachelorarbeit schreiben. Es macht sich ja gut in den Wintermonaten jetzt wahrscheinlich. Ganz genau. No pressure, but. No pressure. Ja, wenn ich den dann in der Tasche habe, dann kann ich sozusagen auch immer auf den Plan B zurückfallen. In der Sparte, in der ich dann meinen Bachelor gemacht habe. Aber so ein Plan B für mich ist noch Pilot, aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank und noch viel Spaß beim LDI. Danke auch.